Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um den Mean Squared Error. Warum jetzt dieser Mean Squared Error? Naja, wir werden dort die Sigmoid-Funktion benutzen, werden mit der dann einen Fehler erstellen und ja, das ist dann sozusagen der neue Fehler, den wir immer verwenden werden, weil wir eben hier diese neue Funktion benutzt haben und weil wir den später bei der Backpropagation brauchen werden. Der ist da deutlich besser als diese Step-Funktion. Ihr könnt es natürlich auch mit der Step-Funktion machen, aber der liefert einfach bessere Ergebnisse. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht so aus, ich habe das schon mal vorbereitet. Mean Squared Error, lasst euch nicht überwältigen von diesen ganzen Formeln. Wenn ihr die beiden hier oben nicht kennt, solltet ihr das letzte Video noch angucken. Die solltet ihr kennen, aber die hier unten erkläre ich euch sofort. Okay, Mean Squared Error deswegen, weil wir hier eben etwas abziehen, also den Unterschied berechnen und das Ganze quadrieren, also Mean Squared und dann Error. MSE bedeutet auch nur Mean Squared Error. Das heißt, wir haben hier diese Error-Funktion MSE und die ist wieder nur abhängig von den Gewichten W. Und dann steht hier eben 1/2, das ist einfach ein Faktor. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen durch alle xi, also alle Daten in unserer Datenmenge durch. Und jeder einzelne Datenpunkt heißt jetzt hier immer xi. Okay, und dann schauen wir mal, oh, hier fehlt das i. Xi natürlich hier. Ja, wir haben also yi, also das, was wir tatsächlich von der Klassifikation schon bekommen haben. Nicht von der Klassifikation, was wir durch unsere Daten schon bekommen hatten. Wir hatten ja gesagt, wir haben hier gegeben xi und yi, das heißt, wir haben schon eine Klassifikation für einige Daten, weil wir überwacht lernen wollen. Und das sind die Ausgaben von diesem überwachten Lernen. Also ja, eben eure Klassifikation, die ihr tatsächlich aus der echten Welt habt. Minus dem Output von xi. Output ist jetzt einfach eine Funktion, die habe ich mal so genannt. Die könnt ihr auch irgendwie anders nennen, nennt sie O oder wie auch immer. Ich dachte, Output ist halt relativ aussagekräftig. Das steht einfach dafür, was passiert, wenn wir xi durch unser neuronales Netz bzw. unser Perzeptron aktuell noch jagen und was kommt dabei dann am Ende raus. Hier bei diesem Output kommt einfach diese, wo ist die Zeichnung? Hier, also wenn wir Output berechnen wollen, stecken wir xi hier rein und summieren dann auf. Und dann berechnen wir eben Phi davon. Und das ist dann unsere Ausgabe. Und dann nehmen wir einfach die Differenz von y, also von dem, was wir tatsächlich aus den Daten haben, minus dem, was wir errechnet haben, quadrieren das, damit es nicht negativ ist, damit es eben positiv bleibt einfach. Und dann summieren wir das einfach auf. Ist im Prinzip auch sowas, was ich euch schon gezeigt habe. Ich glaube, wir hatten mal in den Grundlagen ein Video zu den Fehlern oder zu den Distanzen. Das ist auch im Prinzip eine Distanz, ein Unterschied zwischen yi und dem Output von xi. Okay, jetzt wollen wir das Ganze ableiten, weil ihr erinnert euch vielleicht noch, wir hatten hier die Ableitung stehen und wir haben die Ableitung benutzt, um die Gewichte neu zu definieren. So was Ähnliches werden wir danach wieder tun, aber dazu brauchen wir erstmal die Ableitung von dieser Riesenfunktion. Naja gut, wir leiten also nach jedem einzelnen Gewicht ab, also sagen wir Partial, also halt dieses Delta-Zeichen, Delta E, bedeutet einfach bloß, oh, ups, da muss ich die Klammern setzen. Das bedeutet einfach bloß, dass wir hier die Funktion e ableiten und wir leiten nach der Variable wi ab. Wir haben ja hier mehrere Variablen im Prinzip als Eingabe. Ihr erinnert euch, dass wir hier nicht nur ein w reingetan haben, das war nicht nur eine Zahl, sondern es war ein ganzer Vektor. Deswegen müssen wir auch einzeln ableiten. Im Prinzip haben wir jetzt hier n Ableitung von dieser Funktion. Aber da wir hier allgemein nach i ableiten, können wir das später für jedes einzelne i benutzen. Also wir können uns sozusagen aussuchen, was wir haben wollen. Okay, also die Ableitung von der Error-Funktion, also EMSE, das habe ich mir jetzt gespart, nach wi ist folgendes. Schauen wir uns das Ganze mal an. Die 1/2 bleibt einfach. Und danach müssen wir hier die Summe ableiten. Naja, die Summe müssen wir nach den Gewichten ableiten, also nach jedem wi. Okay, schreiben wir jetzt statt Output hier einfach mal ein bisschen was anderes hin. Denn der Output ist ja im Prinzip nichts anderes als, Sekunde, als diese Funktion, also die Phi-Funktion, Phi Sigmoid in dem Fall, Phi von w mal x. Klammer natürlich noch zumachen, sonst haben wir hier nur Kauderwelsch. So, Phi von w mal x und das Ganze hier sollen wir jetzt ableiten. Okay. Also eine Summe bleibt bei einer Ableitung einfach immer erhalten. Das heißt, wir können hier diese Summe wieder übernehmen. Also schreiben wir Sum from xi in x. So, das bleibt uns erhalten, ganz stinknormal, da ändert sich nichts dran. Und jetzt ziehen wir sozusagen dieses Ableiten hier auf diese Funktion hier drin, also die eigentlich nicht mal einen Namen hat,
die leiten wir jetzt ab und zwar nach den einzelnen Ws. Also sagen wir hier partial over. Ich rede nur laut vor mich hin, weil ich das mittlerweile irgendwie gewohnt bin, aber ich glaube, ich pausiere euch mal. So, und jetzt schreiben wir hier einfach wieder die Ableitung rein, die wir tatsächlich, also die Funktion rein, die wir ableiten wollen. Das ist ja diese Funktion hier. Okay, jetzt haben wir die Ableitung schon mal hier drin. Jetzt können wir schon mal was machen. Also dieses Delta steht hier jetzt alleine, ihr kennt es. Auf dem Bruchstrich kann ich theoretisch das hier auch noch schreiben, aber das ist einfach so übersichtlicher, wenn man hier nur das Delta schreibt und dann die Variable. Okay, wir leiten also jetzt diese Funktion hier yi minus phi von w mal x und das Ganze quadriert ab. Ja gut, wenn wir das hier ableiten, naja, ihr erinnert euch, Quadrat ableiten, dann kommt hier eine 2 mal und die innere Funktion unverändert. Also steht da, wir machen das hier einfach weg, also ich kopiere das jetzt einfach mal hier raus. yi mal wx, oh, da muss natürlich jedes Mal noch das i rein. So, 2 mal diese Funktion, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile sogar zu groß, das passt nicht mal mehr auf eurem Bildschirm. 2 mal diese Funktion hier in der Mitte, mal die Ableitung, ihr erinnert euch, diese Regel konnte man einfach weiter übertragen dann, mal die Ableitung von der inneren Funktion. So, naja, die Ableitung von der inneren Funktion ist relativ easy. Oder was heißt easy? Schauen wir uns den Fall von der phi-Step-Funktion nochmal an. Da war das nämlich wirklich easy. Da war nämlich hier, das hier ist einfach nur irgendein Faktor, da ist überhaupt kein Gewicht drin. Das heißt, bei der Ableitung fällt der komplett raus. Und die phi-Step-Funktion war abgeleitet immer 0. Das heißt, das hier fiel auch raus. Und deswegen war der Mean Squared Error am Ende einfach nur diese yi minus phi von w mal x. Was nicht so geil ist. Genau. Aber dieses Mal haben wir die Phi-Sigmoid-Funktion hier drin. Deswegen ist die Ableitung jetzt ein bisschen anders. Wir können hier wieder dieses y einfach rausschmeißen. Wie gesagt, da ist kein w drin. Das fällt sowieso einfach raus. Das heißt, das bleibt uns einfach erspart. So, und jetzt müssen wir hier dieses Phi von w mal x ableiten. Naja gut, aber wir wissen doch, was die Ableitung von Phi ist. Also die Ableitung von Phi hier oben ist ja einfach Phi von x mal 1 minus Phi von x. Das heißt, das können wir einfach hinschreiben. Also in etwa, wo sind die Partials hier? Die mache ich weg. Und dann steht hier noch, ich mache da mal Klammern drumherum und schreibe das alles fertig. So, das ist jetzt fast fertig. Jetzt brauchen wir noch die Ableitung von dem, was innen drin stand. Ihr erinnert euch, Kettenregel, also wenn ich eine Funktion habe, f von x abgeleitet, ist dann halt wieder f' von x. Das heißt, ich brauche nochmal das, was innen drin stand, abgeleitet. Und w mal xi abgeleitet nach w, naja gut, das ist einfach xi. Das heißt, hier kommt noch ein mal xi hinten dran und es ist mir bewusst, dass ihr wahrscheinlich gerade nicht mal alles lesen könnt. Das wird sich aber noch vereinfachen ein bisschen. Hier vorne 1/2 mal 2, das fällt im Prinzip einfach weg. Dann sparen wir hier schon mal ein bisschen Platz, dann seht ihr das schon mal besser. 1/2, stopp, das war die falsche. So, schon mal ein bisschen besser das Ganze jetzt. So, und statt diesem Phi von w mal x schreibe ich jetzt einfach immer wieder ox hin, also Output von x, damit das Ganze wieder übersichtlicher wird. So, und jetzt habe ich noch das Minus hier vorne dran geschrieben, damit wir hier ein bisschen besseren Term haben. Das ist im Prinzip eure ganze Summe, also das hier gehört alles zu der Summe dazu. Ist schon ziemlich krass, ich weiß, ist auch eine harte Ableitung, aber jetzt haben wir eine neue Funktion. Das hier ist wieder mal unser e' jetzt im Prinzip. Also jetzt kann ich hier tatsächlich wieder e' hinschreiben. Haben wir sozusagen hergeleitet, das ist die Ableitung von dem Mean Squared Error. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, die Ableitung, die hatten wir definiert als eben das da. Und hier unten mache ich jetzt w neu ist gleich w plus a mal, und jetzt nicht die Summe über alle x, sondern einfach e'. Also a war die Lernrate, w waren die alten Gewichte, w neu sind die neuen Gewichte. Und jetzt habe ich hier eben w' von w. Das heißt, den Fehler, den die alten Gewichte gemacht haben, ja, plus eben die alten Gewichte und mal dieser Lernrate. Okay, das heißt, ihr benutzt ab sofort das hier als neue Lernrate oder als neue Error-Funktion sozusagen und erzielt damit meistens viel, viel bessere Ergebnisse. Ich weiß, die Formel ist nicht schön, aber die Ergebnisse sind geil, lassen sich sehen. Okay, so viel dazu. Ich weiß, war heute sehr mathematisch. Nächstes Mal machen wir ein bisschen was Angewandteres, nämlich wie benutze ich diese Klassifikatoren und ja, was könnte ich mit diesen Perzeptronen eigentlich so machen. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.